Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht und die Aussichten, sie verdüstern sich weiter. Denn führende Wirtschaftsinstitute schrauben die Erwartungen noch einmal runter. Laut einer Konjunkturprognose, die heute noch am Vormittag vorgestellt wird, sinkt das Bruttoinlandsprodukt noch einmal um 0,1%. Im Frühjahr, da hatten die Institute noch ein minimales Plus von 0,1% vorhergesagt. Für nächstes Jahr wird ein Wachstum von 0,8% erwartet. Auch hier hatte man eigentlich mit deutlich mehr gerechnet, und zwar mit rund 1,4%. Die Bundesregierung will mit einem Wachstumspaket ja gegensteuern. Das soll zu Konsum und mehr Investitionen führen. Bei uns im Studio begrüßen wir nun Gitta Connemann von der CDU-Bundestagsabgeordnete. Guten Morgen, Frau Connemann. Ja, eigentlich wollen wir natürlich über die Wirtschaft reden, weil Sie ja auch die Chefin der CDU-Mittelstandsvereinigung sind. Aber Sie sind in Grün gekleidet. Wir müssen aktuell natürlich über den politischen Gegner sprechen. Ist es eine Reminiszenz an die Grünen jetzt? Man könnte fast daran denken, denn man sieht ja gerade, dass sich eine Partei zerlegt. Allerdings ist das symptomatisch für die Ampel, denn wir erleben tatsächlich täglich die Kernschmelze einer Bundesregierung in Zeitlupe. Was mich total beeindruckt, ist die Tatsache, dass Robert Habeck es geschafft hat, der eigentlich der Feuerleger gewesen ist für den Rücktritt von Frau Lang und Herrn Nuripur, sich jetzt als der Feuerwehrmann darzustellen und als großer Heiler sozusagen der Grünen. Und das finde ich bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass er ja der Minister ist, der eigentlich das größte Chaos zu verantworten hat. Wenn ich unter anderem an das Heizungsgesetz denke oder jetzt die Horrorzahlen, die uns in der Wirtschaft erwarten. Ja, gerade die Zahlen, die sind ja wirklich auch dramatisch. Wie können Sie sich denn das vorstellen? Also reicht Ihnen die Fantasie, sich auszumalen, wie unter Robert Habeck da jetzt überhaupt noch die Wende gelingen soll? Bis zur Bundestagswahl ist ja nur noch ein Jahr. Nein, wir haben eine solche Abfolge von Horrormeldungen noch nie erlebt. Dass Sie in die Woche starten mit dem Stimmungsbarometer IFO. Das ist das Stimmungsbarometer auch für den Mittelstand. Die sagt, die Stimmung ist am Boden. Die Zahlen gehen immer mehr nach unten. Die OECD sagt, Deutschland wird als Industrienation abgehängt. Und jetzt eben heute die Gemeinschaftsdiagnose der 5 führenden Wirtschaftsinstitute, die in Gänze sagen, wir gehen wieder in die Rezession nach 2023. Das hat es in dieser Form nur einmal gegeben in der Geschichte Deutschlands. Das war 2001. Damals hat Gerhard Schröder mit einer Agenda 2010 reagiert. Wir bräuchten jetzt eine Agenda 2030. Aber diese Kraft oder auch diese Einsicht fehlt Robert Habeck. Aber wenn man sich jetzt diese Prognose auch anguckt, es geht weiter runter. Ist das nicht auch von der Wirtschaft hausgemacht, dass man sich zu sehr auf den chinesischen Markt beschränkt hat, dass man zu sehr darauf gesetzt hat, dass man vielleicht auch eigene Fehler gemacht hat? Man kann ja nicht alles auf die Ampel abschieben. Ein Mittelständler muss eine ganz klare Kosten-Nutzen-Analyse vornehmen. Wo sind welche auch Rahmenbedingungen? Und die Rahmenbedingungen in Deutschland sind inzwischen im Vergleich zum europäischen Ausland, aber auch zum internationalen Ausland katastrophal. Wir haben hier die höchsten Steuern, höchste Sozialversicherungsbeiträge und höchste Energiekosten, höchste Netzentgelte. Und das heißt, wenn ich wettbewerbsfähig bleiben will, dann muss ich darüber nachdenken, meine Produktion zu verlagern oder aber Mitarbeiter tatsächlich zu entlassen. Wir haben ja auch insoweit schreckliche Zahlen gehört aus der Automobilindustrie, aus den Zulieferern. Und das sind ja keine Unternehmen, die es sich leicht machen und sagen, ach na ja, dann entlasse ich mal unsere Fachkräfte. Weit gefehlt. Es fehlt die Wettbewerbsfähigkeit. Und diese Wettbewerbsfähigkeit kann und muss die Politik herstellen durch die richtigen Rahmenbedingungen. Das heißt Steuern runter, Energie wieder verfügbar machen und bezahlbar und in diesem Fall auch die Netzentgelte runter. Denn die Unternehmen, auch die energieintensiven Betriebe, plagen sich gerade damit, dass Anfang des Jahres die Netzentgelte noch mal verdoppelt worden sind. Und das in einer Zeit, in der die Erlöse runtergehen. Ich kenne keinen Betrieb, weder groß noch klein, die freiwillig dieses Land verlassen. Der Druck ist extrem groß und die Zahlen zeigen, es geht nicht um die Klage eines Kaufmanns, sondern es ist tatsächlich ein reales Szenario, auf das die Betriebe reagieren müssen. Frau Connemann, nun haben wir das Wachstumspaket ja bereits angesprochen. Auch in der Ampel wird vermehrt über das Thema Wirtschaften noch mal gesprochen. Das ist ja auch Teil des Ultimatums, was die FDP jetzt über diese Koalition gelegt hat. Glauben Sie, man hat gemeinsam noch die Kraft, da wirklich etwas auf den Weg zu bringen, was die Wende schafft?
das Sprechen ist gut, am Ende entscheidet die Tat. Und die Ampel hatte jetzt 3 Jahre Zeit, etwas am Ende auch für den Mittelstand zu tun. Und was dabei rauskommt, zeigt das 4. Bürokratieentlastungsgesetz, das in dieser Woche im Deutschen Bundestag sein wird. Wir wissen, dass die Kosten aus der Bürokratie und die Regulierung für die Betriebe tatsächlich bedrohlich sind, ihnen den Atem nehmen. Und das 4. Bürokratieentlastungsgesetz ist nicht mehr als der Abbau von einigen kleinen Berichtspflichten und Aufbewahrungspflichten. Wenn das der große Wurf sein soll, dann Prost Mahlzeit. Welche Rolle spielt denn auch in diesem stagnierenden, fallenden Wirtschaftswachstum die Digitalisierung? Da kommt Deutschland ja auch nicht hinterher. Das ist ja auch ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil. Wenn man allein schon ins europäische Ausland guckt, da ist viel passiert in den vergangenen Jahren. Wir hinken hinterher. Das ist das Ergebnis von Jahrzehnten, auch übrigens unter der Großen Koalition. Da muss man auch sagen, spielt die CDU auch eine Rolle. Eindeutig, da haben alle Parteien in den letzten Jahren die Brisanz und auch die Notwendigkeit nicht gesehen. Deswegen haben wir in der Großen Koalition zum Schluss auch Mittel zur Verfügung gestellt für den Breitbandausbau. Aber wir brauchen darüber hinaus natürlich auch die entsprechenden Köpfchen. Das heißt, es kommt darauf an, was wird in den Schulen vermittelt. Und wir brauchen dem Grunde nach auch den Abbau von Barrieren. Ich erlebe immer wieder auch im Mittelstand, Digitalisierung ist ein Thema, es gibt aber Hürden. Deswegen wäre es extrem wichtig, dort auch Transfers, Brücken zu schaffen. Und deswegen ist es an dieser Stelle besonders bedauerlich, dass gerade diese Mittel auch im Bundesministerium für Bildung und Forschung nun zusammengestrichen werden, wie übrigens auch die Batterieforschung. Das heißt, Innovationstreiber, die wir für diesen Standort brauchen, die uns in Deutschland ja auch immer stark gemacht haben gegenüber anderen Ländern, mit denen wir zu Hidden Champions gekommen sind, werden jetzt zusammengestutzt. Und das ist eins der Probleme, unter dem der Mittelstand leidet. Ja, fatale Situation, sagen Sie. Danke für den Besuch bei uns, Frau Konnemann. Danke. Danke, Frau Konnemann.